Hallo, mein Name ist RetroRauner und ich möchte mich mitteilen, denn ich habe ein Indiana Jones Problem. Bitte helfen Sie mir. Ja Leute, nachdem ich erst letztlich ein Indiana Jones Video hochgeladen hatte zu der Retro Collection, das gibt es ja mittlerweile 2 Videos auf meinem Kanal, wenn ihr die nicht kennt, eins blende ich hier oben nochmal ein und ansonsten seht ihr auch die Figur da im Hintergrund. Und was soll ich sagen, jetzt ist einiges an neuen Indiana Jones Figuren dazugekommen. Wer meinen Kanal kennt, der weiß ja, ich bin ein großer Fan der Indiana Jones Reihe und jetzt gerade, wo der neue Film rauskommt, wird der Markt quasi geflutet mit Merchandise und mit Spielfiguren und ja, was soll ich sagen, ich bin schwach. Und in diesem Video möchte ich euch vorstellen, was bei mir in die Sammlung eingezogen ist. Ja, es wird ein kleines Preview-Video, das heißt, ich werde euch die Sachen hier vorstellen und dann eventuell nochmal im Detail in den nächsten Videos darauf eingehen. Weil es ist so viel Kram, ansonsten würde das halt hier echt den Rahmen sprengen. Anfangen möchte ich mit Toys, die vielleicht ihr noch nicht kennt oder nicht so kennt, wie zum Beispiel jetzt die Retro Collection, wie gesagt. Und zwar ist das die, wo fangen wir an? Die, wie heißen sie? Worlds of Adventure Serie. Das ist die dritte Toyline von Indiana Jones, die jetzt in den letzten Wochen, Monaten rausgekommen ist. Es gibt die Retro Collection, wie gesagt, die Figuren aus den anderen Videos, die hinter mir stehen. Dann gibt es die Adventure Serie. Das sind ja etwas qualitativ hochwertigere Figuren, nenne ich es mal. Und dann gibt es hier die Worlds of Adventure Serie. Also der Markt wird geflutet, wie gesagt, von Hasbro. Und das hier ist ein Indiana Jones mit Pferd, heißt der. Ja, und das hier ist wirklich für Kinder gemacht, das Ganze. Hier heißt es auch 4+. Ja, also ich zeige es auch mal in die Kamera und ich blende natürlich wie immer Bilder ein. Ja, Rückseite sieht man, das ist auch, hier steht irgendwo 1:1 Size, das heißt, so sehen die Figuren aus, die da drin sind, gleiche Größe wie abgebildet. Ja, das ist wirklich was für Kinder, Spielzeug für Kinder. Und auch die Zeichnung, wie gesagt, sehr Comic-Style-mäßig, sehr, ja, für kleinere Kinder halt gemacht. Finde ich trotzdem sehr, sehr schön. Die Figuren kannte ich vorher noch nicht, die habe ich mir bei Big Bad Toy Store bestellt in den USA. Hier haben wir zum Beispiel Helena Shaw mit Motorrad. Helena Shaw, für diejenigen, für die es kein Begriff ist, wird eine tragende Rolle in dem neuen Indiana Jones Film Dial of Destiny spielen, der jetzt im Juni ins Kino kommt. Und auch hier wieder die Abbildung Helena Shaw auf Motorrad. Dann gibt es ein etwas größeres Pack und das nennt sich Indiana Jones. Wo steht es da? Mit Motorrad und Beiwagen. Ja, auch hier, wie gesagt, aus der Worlds of Adventure Serie Indiana Jones mit Beiwagen und einem schönen Motorrad, ja, mit einer Kanone noch drauf. Ja, ein bisschen größeres Set, wie gesagt. Und das 4. Set aus dieser Serie, und es gibt bisher auch nur diese 4, ist etwas, ja, wo ich dachte, kenne ich so gar nicht, aber auch das ist ein neuer Charakter aus dem neuen Film und dort zwar ist das Dr. Jürgen Voller. Der wird von Mads Mikkelsen, soweit ich weiß, gespielt in dem Film. Und das ist Dr. Jürgen Voller mit Flugzeug. Auch hier wieder 1:1 Abbildung. So groß ist das Ganze, was in der Packung drin ist. Es ist sehr, sehr leicht. Ja, also es ist wirklich Kinderspielzeug hier drin. Die großen Sets haben mich, glaube ich, 22 € das Stück gekostet. Die kleinen haben mich 11, 12 € gekostet. Ich habe bei BBTS noch einen Haufen mehr bestellt. Das präsentiere ich auch nochmal in einem anderen Video. Und dadurch konnte ich die Versandkosten ein bisschen aufteilen. Das heißt, ich kann auf jedes Teil, was ich in diesem Paket bekommen habe, nochmal so 3 € draufrechnen. Dann habe ich Zoll, Versand und so weiter alles mit eingerechnet. Ja, also finde ich ganz okay. Und ja, das sind die ersten neuen Figuren aus dem Video. Und es kommen natürlich noch viele, viele weitere jetzt. Bevor wir zu den nächsten Figuren kommen, wie gesagt, ich präsentiere jetzt in einem kleinen neuen Format am Ende vom Video immer ein paar Fragen von euch Zuschauern. Ja, wie gesagt, deswegen hier unten die E-Mail-Adresse. Schreibt mir auf die E-Mail-Adresse.
Fragen, die ihr schon immer mal fragen wolltet, ja, zur Sammlung, zu meinem Hobby, zum generellen Sammeln. Ja, muss nicht unbedingt was mit mir zu tun haben. Ja, stellt mir Fragen und dann wird diese Frage in einem der nächsten Videos von mir beantwortet. So, gehen wir weiter. Und zwar, ich habe ja immer gesagt, dass ich nicht so der Funko-Pop-Sammler bin, weil ich die Figuren nicht ganz so doll finde. Es gibt ein paar wirklich schöne, aber die überwiegende Teil ist, ja, gefällt mir nicht so. Ja, was soll ich sagen? Auch bei Indiana Jones bin ich jetzt schwach geworden. Ich habe hier ein Set von Pins bekommen. 4 Pins von Indiana Jones, also kleine Anstecker. Von Funko sind die, fand ich sehr toll, konnte ich nicht liegen lassen. Habe ich bekommen, die haben auch 15 oder 16 Euro gekostet. Rückseite sehr unscheinbar. Ja, aber sehr schön. Indiana Jones in verschiedenen Posen mit Artefakt aus dem ersten, aus dem zweiten Teil. Ja, wie gesagt, sehr, sehr schön. Auch die wandern in meine Indiana Jones Sammlung. Und weil wir gerade bei Funko sind, ich habe die ersten Funkos von Indiana Jones bekommen, Leute. Ich kann nichts dafür. Wenn da irgendwo Indiana Jones steht, muss ich kaufen. Funko Nummer 1 habe ich hier, Marion Ravenwood aus Jäger des verlorenen Schatzes habe ich bekommen, die erste Figur. Die zweite Figur ist Sallah, auch ebenfalls aus Jäger des verlorenen Schatzes, Indiana Jones Kumpel und Freund. Und die dritte Figur ist der erste Gegenspieler, Arnold Todd, ja, auch der aus dem ersten Indiana Jones Film. Ja, ich habe die anderen Funkos, die ich gefunden habe, auch alle bestellt. Die werden demnächst alle hier eintrudeln. Ja, Indiana Jones Funkos wandern in meine Sammlung und ich habe bald ein Zimmer voll Indiana Jones Figuren. Ja, ich habe nicht nur Figuren bekommen, überwiegend Figuren, aber ich habe auch was anderes noch bekommen. Das habe ich auf Amazon gefunden und dachte mir, das ist ein nettes Gimmick. Das kann man schön zwischen die Figuren stellen. Ja, hat mich einen Zehner knapp gekostet, meine ich. Und zwar ist das hier, ja, so von so einem Drittanbieter, ein Sankara-Stein aus der Tempel des Todes. Fand ich ganz witzig. Wie es meistens da bei diesen Anbietern so ist, hat auf den Bildern besser ausgesehen, wie das Teil, was jetzt angekommen ist. Aber wie gesagt, für 10 oder 11 Euro dachte ich mir, komm, den behältst du. Ja, ich kann den ein bisschen modifizieren. Das mache ich eigentlich nicht bei Sachen, die ich mir kaufe. Aber hier bei dem Teil, ja, die Sankara-Steine sind ja so ein bisschen... Hier, der hat so 3 Einkerbungen hier, die sind ja eigentlich so ein bisschen weißlich. Da gucke ich mal, ob ich ein bisschen, ja, mich austoben kann und den ein bisschen filmgetreuer gestalten kann. Das Schöne ist, er leuchtet. Ja, also im Film ist es ja so, wenn die Sankara-Steine zusammengeführt werden, dann fangen sie an zu leuchten. Und das haben sie hier sehr, sehr schön gemacht, finde ich. Ja, und wie gesagt, für den Preis, nettes Gimmick, um, ja, zu den Figuren zu stellen. So, dann war ich ja auch eigentlich bisher recht robust und stabil, was Lego angeht. Aber Leute, es ist Lego Indiana Jones rausgekommen. Was habe ich gemacht? Ich habe mir Lego Indiana Jones bestellt. Ja, ich weiß, dass du das willst. Was soll ich sagen? Set Nummer 1, Indiana Jones und vom letzten Kreuzzug hier ein Set. Und zwar Indiana Jones mit seinem Vater Henry Jones Senior. Und Szene ist die Verfolgungsjagd, wo sie mit dem Jeep fahren und vom Flugzeug verfolgt werden, was dann in den Tunnel reinkracht und die beiden Tragflächen verliert aus dem Film. Ein sehr schönes Set. Ja, hat, wie viele Teile steht das irgendwo? Ich kenne mich bei Lego nicht ganz so doll aus. Ich glaube, es steht nicht. Muss doch irgendwo dabei stehen. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist es ein Lego-Set und die Lego-Sets werde ich auch aufbauen. Ich weiß nur noch nicht genau, wohin damit. Aber die finde ich zu schade für im Karton zu lassen. Das heißt, wenn es mal wieder kühler draußen wird, ja, wenn es mal wieder früh dunkel wird, dann werde ich irgendwann mal anfangen, die Lego-Sets auszupacken und aufzubauen. Set Nummer 2 ist Escape from the Lost Tomb. Ja, das heißt, das ist aus Jäger des verlorenen Schatzes. Da, wo Indiana Jones mit Marion Ravenwood unten ist und in dem Schlangentempel, sage ich mal, wo sie eingesperrt werden, wo sie verschlossen werden, wo sie dann halt ausbrechen können, indem Indiana Jones mit der Peitsche an der Statue da hin und her wackelt. Ja, auch sehr, sehr schön. Ein Lego Indiana Jones Set, sind mehrere Figuren dabei. Ich finde es einfach klasse,
Ja, wie gesagt, Lego ist normalerweise nicht so meins. Ich finde es halt einfach überteuert oder ja, ich nutze es einfach nicht. Ja, Lego ist eigentlich zum Aufbauen da und deswegen habe ich mich bisher immer gesträubt, Lego zu holen. Ich hatte früher in der Kindheit auch ein bisschen Lego, aber ist nichts mehr von übrig und jetzt musste es halt sein, da Indiana Jones und ich habe auch das große Set hier. Indiana Jones, Riders of the Lost Ark, Temple of the Golden Idol, ja, also sprich aus der Anfangssequenz, ich hoffe, das fängt die Kamera hier ein, wo Indiana Jones von der Kugel dann nachher verfolgt wird. Ja, weil er das ja, Idol, das Symbol, den Artefakt quasi mitnimmt und damit diese ja, Szenerie auslöst, sage ich mal. Die Kugel ist hier auch mit dabei. Ein Riesenset, hier steht es drauf. Ich glaube auch hier unten heißt es 18 plus, das ist wahrscheinlich die Zahl, die Jahreszahl. Also man sollte schon 18 sein, wenn man das aufbaut, denke ich mal heißt das. Und es sind 1545 Teile, Leute. Das ist der Wahnsinn. Also da hat man einiges zu bauen. Finde ich richtig, richtig klasse. Sieht richtig, richtig schick aus. Und ja, mein erstes Lego seit, ich weiß gar nicht wie viele Jahrzehnten. Und dann natürlich, was ist es dann natürlich? Indiana Jones. Ja, Leute, ich hatte eben von der Worlds of Adventure Serie erzählt. Die Toyline. Es gibt eine zweite Toyline, die Retro Collection, die habe ich auch schon erwähnt. Und es gibt noch eine Toyline, die heißt einfach Adventure Serie. Und auch da habe ich zugeschlagen. Einmal habe ich hier Stuff of Ra Headpiece, das heißt das Kopfstück des Ra, auch wieder Jäger des verlorenen Schatzes. Das ist das, ja, wie man hier sieht, das Kopfteil ist mit dabei. Dann hat man hinten auf der Rückseite, sieht man es ganz gut, noch ja, ein Stand dabei, wo man das Kopfteil reinstecken kann. Und es ist mit Batterien betrieben und dann leuchtet halt auch das Kopfteil außenrum. Ja, sieht man auf der Front vielleicht besser. Dann leuchtet das Kopfteil auch. Der Stein in der Mitte und die ja, Hieroglyphen oder Buchstaben, nenne ich es jetzt einfach mal, außenrum werden beleuchtet. Finde ich sehr, sehr schön. Ja, ich habe es noch nicht ausgepackt, ich würde es nochmal ausprobieren, aber ja, das alles erfolgt dann in einem anderen Video. Es ist sehr, sehr schwer. Also man merkt halt, dass sehr viel Gewicht auf der einen Seite ist. Ja, wahrscheinlich, ich weiß nicht, was schwer ist. Ist es der Stand oder ist es das Symbol? Das lohnt sich rauszufinden. Also Leute, kein Video verpassen. Wenn ihr es noch nicht habt, natürlich gerne den Kanal abonnieren und dann auf die nächsten Videos aufmerksam gemacht werden, indem ihr auch noch die Glocke betätigt. Und dann packen wir das Ganze zusammen in einem der nächsten Videos aus. Aber jetzt zeige ich euch noch was ich ganz, ganz toll finde. Ich hoffe, ich verschwinde jetzt nicht aus dem Bild. Aber die Adventure-Serie. Ja, das sind die ersten 5 Figuren der Adventure-Serie. Und ähnlich wie bei Masters of the Universe, bei dieser Masterverse-Reihe, sind die Buchrücken sehr, sehr schön gestaltet. Ich finde, das ist Wahnsinn. Das ist richtig toll. Ja, das sind die ersten 5 Figuren aus der Adventure-Serie. Und wir fangen jetzt einfach mal vorne an. Ich habe hier einmal Indiana Jones aus Riders of the Lost Ark. Wir haben ein sehr schönes Seitenbild hier, Seitenmotiv. Und da mal die Rückseite. Und das Schöne ist, ich zeige es nochmal von der anderen Seite, die komplette Reihe, weil da seht ihr immer diese Figuren. Wenn man alle 5 Figuren zusammen hat, dann gibt es die Möglichkeit, das Artefakt, in dem Fall halt die Lade aus dem ersten Teil nachzubauen. In jeder Verpackung ist ein Stück der Lade drin. Und wenn man alle zusammen hat, dann kann man wirklich die Bundeslade bauen, Leute. Uiuiui. Dann haben wir Marion Ravenwood. Ja, auch hier, wie gesagt, sehr, sehr schön finde ich das Ganze hier gestaltet. Ja, es sind die neuen Hasbro-Verpackungen, diese Plastic-Free-Verpackungen. Das heißt, es ist kein Blister mehr dabei, sondern es ist einfach nur noch Pappe. Auch innen drin sind die Figuren nur ja, vom Pappe eingebunden und in eine Folie, glaube ich, eingewickelt. Also in der Papiertüte eingewickelt, keine Folie. Es ist kein Plastik mehr in den Verpackungen drin. Ja, ein bisschen zum Leiden der Sammler, die halt die Figuren gerne sehen oder verpackt lassen und dann halt anschauen können, weil es ein Blister drin ist. Hat man hier nicht mehr. Dafür hat man hier die schönen Artworks an der Seite. Hier haben wir Belloq mit dem Zeremonien-Outfit vom Ende des Films. Auch wie gesagt eine schöne, schöne Verpackung hier. Ja, dann haben wir Sallah, auch wie gesagt aus dem ersten Teil, aus ja, der Szene, wo er, sieht man hier, oder sieht man auch vorne auch, wo er mit Indiana Jones halt den Tempel entdeckt, in dem sie halt graben, er das Seil in der Hand hat, wo Indiana Jones ablässt oder runterlässt
Ja, auch sehr, sehr schön. Und ich habe hier natürlich, der darf nicht fehlen, Arnold Todd wieder hier. Ja. Der Bösewicht, das ist mit Belloq der einzige Bösewicht aus der ersten Wave von der Adventure-Reihe. Alles Raiders of the Lost Ark, also alles Figuren aus dem ersten Teil. Auch wieder die Seite nochmal hier sehr schön. Ja, finde ich richtig klasse. Rückseite. Und auch das Schöne ist, die Figuren vorne drauf, die Abbildungen sind so ein bisschen ja, glänzend. Also man fühlt die Figur quasi, die Umrisse hier, im Gegensatz zum Rest von der Verpackung, finde ich sehr, sehr schön. Die packe ich jetzt mal hier runter. Und die zweite Wave ist mittlerweile auch unterwegs. Mal so. Also ich habe mittlerweile auch 3 Figuren aus der zweiten Wave bekommen. Und zwar ist das einmal Indiana Jones mit dem Outfit Club Obi-Wan. Obi-Wan ist jedem Begriff, glaube ich, oder? Der Club in der ersten Szene von dem Tempel des Todes vom zweiten Teil heißt Club Obi-Wan. Also Anlehnung an Obi-Wan Kenobi aus Star Wars natürlich. Ja, wer es noch nicht gewusst hat, was ich bei euch eigentlich nicht glaube, auch wieder ein schönes Motiv an der Buchrückenseite, nenne ich es mal. Und Indiana Jones hier dabei wieder mit dem Diamanten und mit diesem Artefakt, was er da versucht zu übergeben. Finde ich richtig, richtig toll. Die Figur haben wir. Dann haben wir den nächsten Indiana Jones. Indiana Jones als Professor. Ja, und das ist die erste Figur aus Last Crusade, also der letzte Kreuzzug. Ja, auch wieder sehr schön die Seite hier. Und hier haben wir bei Indiana Jones das Tagebuch von seinem Vater dabei und das Schild von dem Kreuzritter mit einer Fackel auch noch. Finde ich sehr, sehr schön. Also ich finde diese Figuren richtig klasse und da macht es mir auch gar nichts aus, dass es da zig verschiedene Indiana Jones Versionen gibt. Ich finde, das passt einfach. Das ist sehr stimmig, finde ich richtig toll. Und die zweite Figur aus dem letzten Kreuzzug ist Walter Donovan, Indiana Jones Gegenspieler. Finde ich auch sehr schön getroffen hier. Also wie gesagt, ich finde diese Boxen richtig cool, auch wenn es keine Blisterboxen sind, auch wenn man die Figuren nicht sieht. Aber ich finde diese Boxen richtig schön. Man kann sie schön mit dem Buchrücken ins Regal stellen. Und Walter Donovan hat hier den Gral dabei. Das finde ich sehr schön. Er hat ja den falschen Gral ausgesucht. Einen mit Prunk bestückten Gral, der falsche war. Und deswegen hat man hier auch nochmal einen Wechselkopf dabei. Ich weiß nicht, ob man das halt sieht. Ja, einen Wechselkopf dabei, wo man den Verfall von Walter Donovan nachspielen kann. Genauso gut noch eine Pistole und ein Teil von der Steintafel, wo ja, von den Kreuzrittern die Beschreibung draufsteht, wie man das Ganze halt findet. Also richtig toll. Ich habe einen Haufen. Baby Yoda bzw. Grogu fällt fast vor Schreck in Ohnmacht, weil so viel Indiana Jones ist. Einen Haufen Indiana Jones Sachen bekommen. Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr denkt. Bin ich bekloppt, bin ich bescheuert oder was auch immer. Ja, oder sagt ihr, die Sachen sind cool oder noch besser vielleicht. Was würdet ihr euch davon holen? Ja Leute, das waren meine Indiana Jones Funde im Schnelldurchlauf. Ja, einmal zack, wie bei Dalli Dalli oder Dalli Klick. Dank, tak, 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 tak. Jetzt kommen wir dazu, ich möchte euch, wie gesagt, was ich im letzten Video schon gemacht habe, wieder eine Frage vorlesen, die ich bekommen habe, die ich jetzt beantworte. Und zwar diesmal ist die Frage von Dämon 1988 und der fragt mich, wie würde deine Wohnung aussehen, wenn du kein Sammler wärst? Leute, das ist, glaube ich, relativ einfach bei mir, denn ich versuche, meine Sammlung auf mein Sammlungszimmer zu begrenzen. Ich habe im Keller einiges stehen, ja, aber Keller ist Keller. Ich versuche eigentlich alles ins Sammlungszimmer reinzupacken und der Rest der Wohnung ist eigentlich zu 99,9% von meiner Sammlung verschont. Das heißt, ich habe ein ganz normales Wohnzimmer, ich habe ein ganz normales Schlafzimmer etc., eine ganz normale Küche und alles andere ist hier, ja, was meine Sammlung, was mein Hobby angeht, im Sammlungszimmer untergebracht. Es wird auch demnächst, wenn ich zufrieden bin mit dem Ganzen, ich muss noch ein bisschen was feinjustieren, noch ein bisschen was umstellen und so weiter, dann wird es auch eine Roomtour geben. Könnt ihr mal in die Kommentare auch schreiben, ob ihr daran Interesse habt oder nicht. Und Dämon 1988, vielen Dank für die Frage. Also wie gesagt, alles im Sammlungszimmer untergebracht und der Rest der Wohnung sieht ganz normal aus. Jetzt kann man natürlich sagen, was würde denn in meinem Sammlungszimmer stehen, wenn ich kein Sammler wäre? Ich habe hier meinen Arbeitsplatz auch eingerichtet, das heißt, ich arbeite auch zeitweise von zu Hause aus. Das heißt, mein Rechner steht hier etc.
Und ansonsten wäre es vielleicht auch ein Sportzimmer noch, ja, wo ich ein bisschen Sportgeräte vielleicht reinpacken würde. Das würde ich mir vielleicht denken können. Ja, ansonsten genauso gut auch vielleicht so ein, ja, ein reines Arbeitszimmer, ein Chill-Out-Zimmer, ja, wo man einfach mal reingeht und einfach mal die Füße hochlegt und nichts tut. Das mache ich auch auf der Couch im Wohnzimmer, aber ja. Das war's von meinem neuen Video, Leute. Wie gesagt, sagt mir mal Bescheid, wie ihr die Indiana Jones Sachen findet und ob ihr euch auf den neuen Film freut. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut, euer Retro Rauner.